Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns hier auf dem neuen Server EU5 und für alle Leute, die hier auf dem Server auch spielen wollen, habe ich exklusiv einen Server-Start-Code für euch. Dorza-EU5. Gebt euch einen Flügeltrank, ein Reittier und 100 Lucky Coins, ja, könnt ihr sehr gerne einlösen. Aber EU5 soll heute gar nicht das Thema sein, denn wir haben ein viel, viel wichtigeres Thema, was gestern so übelst random einfach aufgeploppt ist. Ja, gerade auch live im Stream, als wir EU5 gepusht haben hier. Unser kleines Projekt war übrigens erfolgreich. Ich war mehrere Male auf Rang 1 gewesen. Ja, also Challenge auf jeden Fall erfüllt. Und zwar geht es um die Server-Merges, die Server-Zusammenlegung. Lange Zeit haben wir gewartet. Jetzt kriegen wir die Antworten und da möchte ich ganz dringend an euch appellieren. Was sagt ihr dazu? Was haltet ihr davon? Guckt das Video auf jeden Fall bis zum Ende an und ich werde euch vorlesen, was Playa Games da alles so geplant hat und warum jetzt so lange nichts kam und so weiter und so fort. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich bin da sehr auf eure Meinung gespannt und ich habe auch gerade vor ein paar Minuten hier eine Abstimmung auf meinem YouTube-Kanal gemacht, wo ihr halt auch entscheiden könnt, bist du für eine Server-Zusammenlegung oder bist du dagegen. Ne? Habe ich jetzt hier eben gerade gestartet und könnt ihr sehr gerne abstimmen. Das Ganze findet ihr hier auf meinem YouTube-Kanal unter dem Reiter Community. Hier könnt ihr halt einfach voten und da bin ich sehr auf eure Meinung auch gespannt. Und jetzt werde ich euch das Ganze mal zeigen. Ja, die Server-Zusammenlegung, was es damit auf sich hat und wie das Ganze hier in Zukunft passieren wird. Ja, lange ist es her, dass Server-Merges thematisiert und enthusiastisch angekündigt wurden. Aufgrund der Herausforderungen, denen wir uns während und nach der Backend-Migration stellen mussten, geriet das Thema Server-Zusammenlegung etwas in den Hintergrund. Umso erfreulicher, dass wir euch nun verkünden können, dass wir in den letzten Monaten nicht untätig waren und gemeinsam mit Community-Vertretern an einem Konzept gearbeitet haben. Nun, da die ersten Test-Merges vielversprechend aussehen, möchten wir euch nähere Informationen zukommen lassen. Also lange Zeit wirklich hat man gar nichts mehr gehört. Viele haben schon immer gefragt und jetzt geht es endlich anscheinend los. Mein persönliches Empfinden, hier wird ein ganz neues Zeitalter von Shakes and Fidget mit dieser Thematik eingeläutet werden. Das Ziel, das wir mit Server-Merges verfolgen, liegt auf der Hand. Nach 14 Jahren sind naturgemäß ältere Server nicht mehr so aktiv und von der Zusammenlegung dieser Server versprechen wir uns, den dort noch aktiven Spielern wieder mehr Rivalität und Aktivität im Spielalltag zu gewährleisten. Konzept. In Folgenden stellen wir unser Konzept kurz und knapp vor. Es sind sowohl technische Aspekte berücksichtigt worden, als auch Aspekte, die einen fairen Wettstreit garantieren sollen. Allgemein. Es können beliebig viele Server zusammengelegt werden. Alle Charaktere werden auf einem neuen Server transferiert, dabei gelten folgende Regeln. Pro Ursprungsserver darf ein Charakter auf dem zusammengelegten Server gespielt werden, also kein Multi-Accounting, ein Charakter auf dem zusammengelegten Server. Also 2 Charakter kommen nicht auf den neu zusammengemergten Server, also das geht nicht. Charaktere mit Level 10, die ein Jahr lang nicht aktiv waren und für die kein Geld ausgegeben wurden, werden gelöscht. Also wird ein bisschen, gerade komisches Geräusch, wird ein bisschen Serverhygiene, sag ich mal, betrieben und das Ganze wird so ein bisschen aufgeräumt werden. Charakternamen. Bei mehreren Charakteren mit gleichen Namen werden diese Charaktere umbenannt. Folgende Bedingungen gelten. Der Charaktername kann beim erstmaligen Einloggen nach den üblichen Regeln einmalig umbenannt werden. Ja? Also falls ihr noch irgendwie Fragen haben solltet, die nach dem Text hier noch aufkommen sollten oder irgendwelche Fragen noch nicht damit beantwortet worden sind, die könnt ihr natürlich auch sehr gerne stellen. Ich meine, ich kann die euch jetzt nicht beantworten, aber vielleicht kommt ja noch irgendwas auf, woran die Entwickler jetzt gerade nicht gedacht haben. Die Umbenennung ist dadurch möglich, dass für einen bestimmten Zeitraum die alten Charakterdaten plus alte Spielwelt verwendet werden können, um sich anzumelden. Wenn ein Charakter mit einem SF-Account verbunden ist, erfolgt der Login hier drüber.
Thema Gilde. Gilden werden übernommen, sofern nach Charakterlöschung, siehe oben, noch Mitglieder vorhanden sind, müssen jedoch einen eindeutigen Namen haben. Ja? Haben mehrere Gilden den gleichen Namen, so werden diese Gilden umbenannt und können vom Gildenleiter einmalig umbenannt werden. Die Gildenehre entspricht der alten Ehre, kann jedoch maximal so hoch sein wie der kleinste Ehrewert einer migrierten Top-1-Gilde. Wird ein Gildenleiter gelöscht, wird der Offizier mit dem höchsten Level neuer Gildenleiter. Gibt es keine weiteren Offiziere, wird das Gildenmitglied mit dem höchsten Level neuer Gildenleiter. Ja. Die Ehrenhalle. Die Heldenehrenhalle berechnet sich folgendermaßen: Ehre durch 2, jedoch maximal so hoch wie der Ehrewert des Top-1-Spielers eines alten Servers mit dem geringsten Ehrewert. Ist ein bisschen kompliziert, denke ich mal, zu verstehen, aber im Prinzip werden dadurch halt die Ehrewerte, also die Max-Werte halt gecapped sozusagen, ne, oder eingestuft. Für alle anderen Ehrenhallen wird die Ehre des alten Servers übernommen. Das Einkommen, welches man pro Tag, und das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt, das Einkommen, welches man pro Tag durch Ehrenhallenkämpfe erzielen kann, ist auf 100 Millionen Gold begrenzt, um missbräuchlichem Verhalten vorzubeugen, wenn von einem Spieler mehrere Charaktere umgezogen wurden. Warum ist das jetzt ein wichtiger Punkt? Wir kommen da gleich drauf zu sprechen. Ich gehe da gleich nochmal auf den Punkt Nummer ein. Das ist sehr wichtig. Kommunikation. Auf Servern, denen eine Zusammenlegung bevorsteht, wird für einen bestimmten Zeitraum täglich ein Pop-up angezeigt, welches auf die Serverzusammenlegungen hinweist. Zusätzlich wird es eine Ingame-Nachricht geben. Am Tag einer jeden Serverzusammenlegung wird eine Welt um Mitternacht eingefroren. Sobald die Arbeiten im Hintergrund abgeschlossen sind, werden die Charaktere auf dem neuen Server wieder freigegeben. Welche Server werden zusammengelegt? Wir werden zunächst alle US-Server und den kanadischen Server zusammenlegen. Das wird alles aller Voraussicht nach Ende Juli passieren. Also schon diesen Monat. Ja. US-Server auch nochmal wichtig im Zusammenhang mit dem oben genannten Punkt hier. Gehe ich aber gleich drauf ein. Wir werden die besagten Server in einer Testzusammenlegung zusammenlegen, wobei die Ursprungsserver parallel bestehen bleiben werden, sodass ein Abgleich der Daten möglich ist. Ein Erstellen eines neuen Charakters wird auf dem neuen Server während des Tests nicht möglich sein. Achtung! Wir behalten uns Änderungen am Konzept vor, wenn es aus dringlichen Gründen notwendig sein sollte. Ja, also das sind die Producer Notes zu den Server Merges. Die Server-Zusammenlegungen sind am Start, sie werden kommen und hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen eindeutigen Hinweis dazu, dass es sogar diesen Monat schon losgehen wird. Jetzt nochmal ganz kurz zu dem Punkt, der hier genannt worden ist. Also falls ihr, wie gesagt, noch irgendwas an dem Text auszusetzen habt oder wissen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Vielleicht hat man hier noch irgendwas vergessen oder es kommen noch weitere Fragen auf. Ansonsten schreibt mir sehr gerne, was ihr von dem Konzept haltet, ob ihr dafür seid, dagegen seid und wie euch das Ganze gefällt. So, jetzt nochmal zu dem Punkt hier. Und zwar, das Einkommen, welches man pro Tag durch Ehrenhallenkämpfe erzielen kann, ist auf 100 Millionen Gold begrenzt. Ja, das Ding ist ziemlich wichtig, denn in der internationalen Ehrenhalle gibt es Leute, die Unmengen an Gold machen durch die Ehrenhallenkämpfe. Und das macht sich zum Beispiel besonders bemerkbar an Treyarch, der innerhalb von, weiß ich nicht, einem Monat oder so gefühlt, oder ich weiß nicht, ob es sogar richtig ist, ich habe den Top-Monat nicht mehr von ihm auf dem Schirm, aber der hatte, glaube ich mal, in einem Monat oder so 20.000 Basis-Skill-Punkte gemacht oder so, ne, was absolut insane ist. Ne? Ich weiß nicht, was ich momentan pro Monat mache. Ich weiß nicht, 7.000, 8.000 Basis, ich weiß es nicht. Auch schon sehr viel. So. Und zum Beispiel ein Strider, der macht zum Beispiel ähnlich viel.
noch ein bisschen mehr als ich, weil der natürlich auch viel Geld ausgibt. Und jetzt haben wir aber folgende Problematik, dass Leute eventuell ja aufhören wollen durch halt eben diesen unfairen Wettkampf, der halt bestehen kann auf den Servern, die im Late Game, also das sind Probleme, die treten erst im Late Game auf zwischen extrem Hardcore-Pilzern in der internationalen Ehrenhalle. Davon werden viele von euch wahrscheinlich nicht betroffen sein, aber zum Beispiel so jemand wie Strider, der auf S10 USA spielt, da ist der Server komplett tot. Also da ist nichts mehr zu machen. Er ist der mit Abstand erste Spieler und jetzt entsteht halt dadurch folgende Problematik. So jemand wie Treyarch, der Unmengen an Skillpunkte farmen kann, durch halt eben folgende Taktik. Man kann sich zum Beispiel hier, ne, das zeige ich euch ja immer in den Streams, ne, man kann sich jetzt hier das Equipment ausziehen, man kann jetzt hier nach unten gehen und kann sich hier so droppen lassen. Ja? Dadurch verliere ich viel an Ehre und werde in der Ehrenhalle halt sehr weit nach unten gerankt jetzt durch das, was ich hier halt eben mache. Ne? Das hat halt eben folgenden Vorteil: Dadurch, dass ich mich jetzt hier droppen lasse, bin ich jetzt für meine Verhältnisse zu weit unten in der Ehrenhalle. Also ich gehöre eigentlich weiter nach oben jetzt im Moment gerade. Wenn ich mich jetzt aber wieder anziehen sollte, ne, dann kann ich halt die Leute auf dem Weg nach oben ganz easy abfarmen und gucken, okay, wer gibt mir hier Gold, wer gibt mir hier kein Gold. Das ist jetzt am Anfang eines Serverstarts noch nicht so sehr schwerwiegend, aber im späteren Spielverlauf ist es das doch allerdings sehr doll, also sehr schwerwiegend. Ich finde jetzt leider keinen, der mir hier maximal Gold gibt, weil die halt alle ihr Gold verskillt haben. Ich empfehle euch auch sowieso immer, euer Gold zu verskillen, weil dann kann euch das auch nicht geklaut werden. Ne? Hier zum Beispiel haben wir jemanden, der gibt 22 Gold. So, den kann ich jetzt die ganze Zeit angreifen und der gibt mir jedes Mal 22 Gold und somit kann ich mir halt extrem viele Skillpunkte hier zum Beispiel jetzt erfarmen. Ne? Das Problem ist jetzt folgendes, was jetzt zwischen Treyarch und Strider entsteht. Dadurch, dass bei Strider der Server komplett tot ist und wenn Strider jetzt sein komplettes Equipment ausziehen würde, also sich komplett nackig macht, ne, würde er trotzdem noch mit großem Abstand Platz 2 auf dem Server besiegen. Das heißt, er kann sich nicht droppen lassen, um in die Ehrenrange zu kommen, um andere Spieler abzufarmen. Das heißt, er kann keine Skillpunkte dadurch farmen. Wenn ihr nachher im Late Game seid, dann könnt ihr bis zu maximal 2,4 Millionen Beute Gold bekommen durch einen Kampf. So, und jetzt rechnet euch das Ganze mal hoch. Strider muss, wenn er sich Skillpunkte kaufen möchte, muss er den Greifendrachen leasen, weil er keine andere Wahl hat, um an Gold zu kommen, weil er halt durch die Ehrenhalle sich nicht droppen lassen kann. Treyarch kann das zum Beispiel auf seinem Server, da geht das gut. Dadurch, dass aber Strider sein Server so inaktiv ist, geht es bei ihm nicht. Das heißt, er müsste jetzt, wenn er 10 Millionen Gold haben will, also einmal den Greifendrachen leasen, ab 612 gibt euch ja der Greifendrache 10 Millionen Gold, das ist ein Skillpunkt nachher im Late Game, müsste er für 10 Millionen Gold umgerechnet 25 Pilze ausgeben. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel Treyarch sich droppen lässt und sich hochfarmt oder so, dann bezahlt er quasi ja, einen Bruchteil davon, weil man pro Beutegold, das kann ich euch zum Beispiel auf meinem Main zeigen, wenn wir jetzt Sir Webster zum Beispiel mal hier versuchen zu besiegen, bekomme ich 2,4 Millionen Beutegold, ja. Also sagen wir mal knapp 4 Pilze muss ich für 10 Millionen Gold aufbringen, ja. Und Strider muss 25 aufbringen. Das ist ein Riesenunterschied, wenn man sich das mal hochrechnet auf zum Beispiel 100 Skillpunkte, 1000 Skillpunkte, 10.000 Skillpunkte. Und hier geht es wirklich um massiv viele Skillpunkte nachher im Late Game, wo sich die Spieler sehr krass dran profitieren. Und das ist halt insofern unfair irgendwo, weil halt Strider nicht dieselben Chancen hat wie zum Beispiel ein Treyarch, der sich halt eben droppen lassen kann. Durch diese Serverinaktivität, die zum Beispiel auf diesen USA-Server herrscht. Ja? Deswegen werden wahrscheinlich auch die USA-Server zuerst angegangen, weil die halt mit am
inaktivsten sind. So, da sind halt fast keine Spieler mehr drauf. So, das hatte Strider zum Beispiel auch sehr stark zum Überlegen gebracht, ja, vielleicht sogar mit dem Game aufzuhören. Aber das bringt natürlich wieder einen kleinen Lichtblick, sag ich mal, so rein in die ganze Thematik. Und dadurch, dass das Beutegold jetzt sowieso täglich gecapped wird, kann man das halt nicht die ganze Zeit abusen, weil halt eben zum Beispiel so Spieler wie Streark, wenn man da, also es gab verschiedene Statistiken, die zum Beispiel dein Nachbar aufgebracht hatte, über die Leute, wie viele Skillpunkte die gemacht haben. Und da ist halt Streark der Einzige, der halt immer komplett aus der Reihe getanzt ist, weil er halt eben Zehntausende von Zehntausenden Skillpunkten gemacht hatte. Und ich glaube in einem Jahr auch über 100.000 Skillpunkte, Basis-Skillpunkte, was halt jenseits von Gut und Böse ist. So, ne? Und das wird jetzt halt eben dadurch reguliert. Ne? Und deswegen sind Server-Merges auch auf der einen Seite wichtig für Leute, die halt eben komplett inaktive Server haben. Und deswegen ist das eigentlich an sich eine sehr gute Sache. Ne? Damit wollte ich euch mal so ein bisschen zeigen, was das Ganze so für Auswirkungen hat im super Late-Game-Bereich, wenn es halt eben um das Beutegold geht und halt eben um die internationale Ehrenhalle. Meine Vermutung war ja gewesen, da ja ihr kennt ja meine Meinung zur internationalen Ehrenhalle, so wie das Ding hier released worden ist, so ist es auch geblieben. 50% waren spielbar, die anderen 50% sind hier quasi obsolet. Da ist hier nichts mehr zu sehen, da ist nichts zu machen, es ist einfach verschwendetes Potenzial gewesen aus meiner Wahrnehmung, aber ich hatte auch gesagt gehabt, die werden wahrscheinlich bewusst nichts mehr an der eHof verändert haben, weil die eHof, so wie sie jetzt ist, es wahrscheinlich bald nicht mehr geben wird, weil alle Server auch irgendwo ein Stück weit zusammengelegt werden und dadurch halt eben eine komplett neue internationale Ehrenhalle eventuell entsteht und dementsprechend keine Zeit mehr hier rein investiert worden ist. Das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, weil ansonsten ist halt das Ding, so wie es jetzt ist, halt quatschig so. Ne? Man hat hier zwar seine Rangliste, aber hier ist halt, es werden nicht mal die Bilder angezeigt, es wird nichts angezeigt, so von den einzelnen Spielecharakteren. Es ist Quatsch. Die Ehrenhalle hier, sind wir ehrlich, Hand aufs Herz, ist halt nicht vollendet. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür gewesen, weil die halt komplett jetzt überarbeitet wird, beziehungsweise Server zusammengelegt werden und deswegen die eHof, so wie sie jetzt ist, wir wahrscheinlich bald nicht mehr kennen werden oder wiedererkennen werden oder ob es die überhaupt noch gibt. Ne? Das sind Fragen, die natürlich aufkommen. Was passiert damit? Ne? Gibt es eine neue eHof oder wird die eingestampft? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal, es entsteht eine bessere eHof dadurch und da wird in Zukunft dran gearbeitet werden, sobald die Server-Merges durch sind. Ja, das ist meine Vermutung und ich hoffe mal, das wird auch passieren, weil die eHof ist ein sehr großer und wichtiger Bestandteil für die Leute im Super Late Game, um sich ein bisschen auch serverübergreifend mit anderen Leuten zu messen und für viele Leute auch der letzte Bestandteil überhaupt noch SF zu spielen, weil sie halt vielleicht auf ihrem eigenen Server schon alles erreicht haben, so wie ein Strider zum Beispiel. Ne? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Und das soll es soweit gewesen sein zu dem Thema Server-Merges. Ihr erfahrt natürlich alles so schnell wie möglich hier bei mir auf meinem Kanal. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall ein kostenloses Abo, falls ihr in Zukunft nichts verpassen wollt. Auch wenn es weitere Codes gibt, Server-Start-Codes, Legendary Dungeon, Elevator, findet ihr auf jeden Fall hier alles bei mir auf dem Kanal. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall immer vorbeizuschauen. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.